Hello, hello. Welcome to the 12th episode of 7vswild, Season 1. And it's called Mindset versus Nature, or Power of Nature. And... or is it Force of Nature? So, yeah, we remember at the end of the last episode, Fabio just did broken the seal and get this nice blanket out of his first aid kit. It's getting cold or hot? I don't know. We will see. Okay. So it's day 6 and it's 9 a.m. Okay, and we start with Fritz. Fritz without something on his head is... Tageschallenge Nummer 6. Okay, challenge for day number 6. Friss oder stirb. Eat or die. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. You're not you when you're hungry. And, well, this is actually an advertisement slogan by Snickers. And, well, the ads are very, very, very funny. Because it's like, you see, like, a gang, and in between there is probably a quote, and a grandma or something. That's absolutely not fitting in there. And you think like, what is this person in between all of them? And then one of the gang members just hands the Snickers over and says like, you're not you when you're hungry. And then just one bite and this person changes and suddenly fits into their group. So, and or does the job properly. So, it's absolutely funny. So, yeah, and this is the slogan from Snickers. So, you're not you when you're hungry. Oh, und das an Tag 6. And Mies. this Such on day alternative Nahrungsquellen in Form von Insekten oder Würmern. Okay, so he says that's me on day 6. So, and now look for alternative ways to feed yourself. In form of insects or lava or something like that. Okay, heute wird's eklig. Today it's getting 1 Zentimeter groß sein, nutze okay, it's getting disgusting is what he says. And he says, okay, these things have to be at least 1 centimeter big. So this is like this. So this is a centimeter. zur Überprüfung das Maßband. Jeder vertilgte Snack gibt einen Punkt bis zu einer maximalen Anzahl von 7. Du hast... So, yeah, he's supposed to take the measurement thing with him, the measurement band, and yeah, and everything he eats gives 1 point, so up to the maximum of 7 points. Zeit, bis die Sonne untergegangen ist. Okay, Freunde, heute wird's lecker. So, they have time until the sun has set, and he says like, oh yeah, today is going to be really yummy. Oh, by the way, yummy. I got myself prepared for today. Heute wird's lecker. Ich habe aber schon einen kleinen Trick, beziehungsweise eine Idee, wie ich mir das ein bisschen entspannter machen kann. He has already, well, it's like repeating, it's getting yummy. No, it's, and, but he has already an idea or a trick how to improve this. Vielleicht auch nicht. Or probably Vielleicht not. nehmen wir es auch einfach so, wie es ist, damit es schön eklig ist. Or, well, probably not, just taking it the way it is, so it's like really nicely disgusting. Also, heute heißt es Insekten fressen, Freunde. Today it means
eating insects. In der Umgebung habe ich ja schon fürs Angeln in den ersten Tagen die ganzen morschen Baumstämme aufgehebelt, um da einiges an Viehzeug, Würmern, Insekten und so weiter rauszuholen. So yeah, he says like here in this around this area, I already checked out all the areas, so took down the barks and stuff like this to find something as lure for catching some fish. So yeah. Das hat so halbwegs gut nur funktioniert. Deswegen werde ich wieder ein bisschen durchs Gelände streifen und gucken, ob ich irgendwo anders noch was finde. Dann And this just worked out not really good, so this is why he's going to explore a little bit more and probably go up his hill and just check if he can find a little bit more. Dann kann ich gleich noch ein bisschen die Umgebung erkunden und das ein oder andere Stück Totholz aufhebeln und mal gucken, was es da Feines zu essen gibt. Then he can explore and look and check if there is the one or another snack for him to eat. Guckt euch das an. Auch eine herrliche Ecke hier oben. Oh, look at that. This is a very beautiful spot up here. Dort oben ist das Himbeerfeld, nenne ich es mal. Up there what is the raspberry field he usually goes to collect. Und da unten. Oh, es geht schon auf die Pumpe. And down there Das sind schon, weiß nicht. is the lake, and he's already like, this goes onto my heart. 100, 150 Höhenmeter? Keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Stück. And he says, I don't know how high I am, so like 100, 150 meters up. I don't know. Ist es. Da mir nach dem Aufstieg hier hoch schon der Magen ordentlich grummelte, kleine Planänderung. As my stomach already was growling pretty loud, I'm changing my plans a little bit. Ich werde erst noch diese zuckersüßen Himbeeren hier absammeln, mir dann wieder einen entspannten Smoothie machen. First of all, I'm going to collect all these sweet little raspberries, make my smoothie, and then... Und wenn der Magen gefüllt ist und ich gesättigt bin, dann gehen wir auf die große Käfersuche. And when my stomach is full, I will go for the to explore and scout some more insects. Denn wenn ich jetzt auf leeren Magen direkt zum Frühstück irgendwelche komischen Ekelviecher fresse, because when I'm eating onto my empty stomach as breakfast, right, there's disgusting bugs and stuff. ich glaube, dann dreht es mir den Magen um. Then I won't feel good. Ich weiß, das wollt ihr sehen, kriegt aber nicht. I know you want to see this, but you're not getting it. Vielleicht doch, wir werden es sehen. Or Ich probably... will euch nicht nerven, aber hier habe ich gerade einen Strauch gefunden mit richtig, richtig dicken Dingern. Oh, I don't want to get onto your nose, but now I found a bush with like really, really thick things. It's so... passen ja kaum durchs Loch. They are so big, they're not really getting through the hole of the bottle. Blub. Bloop. Schaut mal hier, richtig saftig. Look at this, really juicy. Alles voll. Everything's Oh, full. hier so. Oh, look So at macht this. Himbeeren So... sammeln Spaß. Yeah, Kleiner Tipp, auch immer ruhig mal auf this is how collecting is fun. den Boden gucken, denn die Reifen sind teilweise auch abgefallen. And a little tip, always look onto the bottom because the really ripe ones often drop down. Und ja, hier ist auch kein Viehzeug dran. Ne, And hier there hinten are zum Beispiel liegt also- auch einer auf dem Boden. Können wir uns mal angucken. So yeah, and they're on the floor and there is no insects, nothing in there. So just look at this. Kann man easy noch essen. Und die ein oder andere Made hat noch keinem geschadet.
You can eat them very easily, and one or the other larva just didn't harm anyone. Ist nicht so schlimm. Es macht rein gar nichts. Yeah, I'm coming. I'm getting a story. Yeah, there's something coming up back to my mind, because this is actually what my father often said. And we had one time, well, whenever we went to vacation, and my grandma made meatballs the day before. And well, she had always an issue with some flies. And so one time, it were like this super new meatballs, so there was not directly something wrong with them, but let's say they were back alive. It was disgusting. So the 3 women in our family, so my mom and my sister and I, we were like, "Ugh, that's disgusting." And my father was like, "It's just a little bit more protein." And my father actually dropped it into the pan, cooked it well, and ate the meatballs. He had them all for himself. Oh. Aber hier, Alter, guckt euch das an. But here, look at this, guys. Was ein Prachtexemplar. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja bisher die beste Staude. Welcome to Himbeer Paradise. Yeah, groove it, baby. Okay, ich habe eine Himbeer interessante Entdeckung gemacht und vielleicht ist der ein oder andere Himbeerexperte wieder hier unter euch. Und zwar, schaut mal, hier sind auch wieder viele dran, auch ganz cool, aber eher so mittelmäßig von der Größe. Und die Blätter haben alle schon so eine herbstliche Färbung. Hier drüben allerdings. So, and he's like, yeah, probably one or the other raspberry expert is here, and he checks like the leaves. He's like, okay, look at this bush. The raspberry are very small and they are not looking that pretty, and the leaves also got this brownish color, so this autumny leaves. And but over there the leaves are green and the raspberry are big and juicy, and yeah. Habe ich die ganz dicken Dinger gesammelt und die sind komplett saftig grün. Sind die vielleicht noch nicht so reif und die anderen schon überreif? Now he's like, are the ones not really ripe and the other ones overly ripe, or? Ich werde es herausfinden. Schreibt es trotzdem in die Kommentare. I will find out, but please write it down in the comments. I mean, this is smart, with the water and the smoothie and just to get the stomach full. The stuff he has to eat or drink Prost. anyway, and makes it much, much better. Ich bin gerade an der Floßstelle von gestern. Die Hölzer sind immer noch ordentlich nass. I'm back at the raft play spot from yesterday, and the wood is still pretty wet. Aber vielleicht kann ich die tagsüber ein bisschen trocknen lassen in der Sonne. Ich weiß aber nicht, ob ich das Ding aufgespalten kriege. Ich habe jetzt mal den dünnsten hier rausgenommen und der ist noch am trockensten von allen. So, and he wants to dry them over the day, and now he has taken the smallest one, and he doesn't know if he can actually cut it. Well, yeah, whatever you're doing with the eggs, like, phew. So, and he's trying this one. So. Die werde ich jetzt mal ins Lager schleppen. Das ist ein ganz schönes Stück da hinten. Ihr seht, die Vegetation ist hier auch ganz anders. Die ist viel dicker. So he wants to bring this to his shelter, but the vegetation, or well, the trees and the plants are pretty different. So he is
yeah, this is going to be a lot of work. Dichter, da hinten ist die ein bisschen offener. Und dann werde ich einfach mal gucken, ob ich so ein Ding spalten kann. Wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall richtig gut Feuerholz. So, and then, well, we'll find out if he can actually get it into pieces. And if yes, then he will have like real good firewood. So, oh yeah, and he said that the smallest one was still the driest one. Ja, wir haben es vormittags und ich bereite mich gerade schon mal alles fürs Feuermachen vor. Dann brauche ich das nachher nicht machen. Und ich denke, gegen Mittag greifen wir dann die Ekel-Challenge an. Okay, so, wow, this picture is, whoa, okay, wait. Well, yes, he says like, okay, he will now prepare everything for tonight, for the firewood and so on and so forth. And yeah, and then he will go and do the disgusting challenge for lunch. So you see he's putting it more and more to the back, and this is, you see, like, this is a challenge that's absolutely not for him. Willkommen zu Tag 6. Diese Nacht war nicht gut. So, welcome to day 6. This night wasn't good. Ich hatte ja schon gesagt im Laufe der Woche, dass wenn ich an einen Punkt komme, wo ich meine Gesundheit ernsthaft gefährdet sehe und So he said, yeah, in the last week, or within that week, I already said that when I'm coming to a point when my health is really under pressure, or will I put it, well, I'm gambling with my life. Eigentlich war dieser Punkt schon mal sehr krass da. So, well, I had this point already. So, ich weiß nicht mehr an welchem Tag, aber mit dieser Unterkühlung. Und hier die Nacht war so unfassbar kalt, dass ich die Decke aus dem Medikit genommen habe. So, and yeah, this night was so incredibly cold that he actually took out the blanket out of his medikit, and yeah, and well, ich wollte das nicht. He didn't want to, but für mich das wie aufgeben war. Because, well, he didn't want it because it was for him like giving up. Aber es ging wirklich nicht anders. But he didn't have any chance. Es war mitten in der Nacht, es war egal, ob ich mich ans Feuer gesetzt habe, ob ich hier gelegen habe, ob ich mich auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf die Seite gelegt habe. Völlig egal, es war so unfassbar kalt. So it didn't matter if he was laying next to the fire, well, or if he was laying somewhere else around in his cave. It was so incredibly cold that he just had no other option. Keine Ahnung. Ich werde jetzt aus Prinzip die Challenge für heute vorlesen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich es schaffe, hier das Lager anders zu gestalten. Weil noch so eine Nacht packe ich einfach nicht. Ganz ehrlich, also. So, like, okay, he will just to getting straight, he will go and check out the challenge. And then he will look if he can change his shelter a little bit. So, because another night, like the last one, he won't do. Like, no option. Diese Kälte über so viele Stunden. This cold over so many hours. Also heute Nacht, ich hatte so krass Kreislauf. So his yeah, his system, no, it's not fun. His system went down like really, really bad, and so he was really, really cold. Und ich wusste wieder nicht,
was passiert, wenn ich die Augen zumache. Ob es okay ist, dass ich einfach schlafe dann. And once again, he didn't know what was going to happen if he closes his eyes, if he just would, if it was okay to sleep, or if he would just, Oder wie auch immer. or whatever. Und das geht einfach zu weit so. Ich weiß, dass ich mich krass pushen kann, dass ich mich quälen kann, dass ich sagen kann, ey, hier weiter durchziehen. So, and this is a point where he's like, okay, I know that I can push myself, that I can torture myself and say like, come on, go on, go on, go on. But this is the point where it's getting way too far. Aber But ja, ich möchte hier nicht meine Gesundheit gefährden, weil ja, das ist es am Ende nicht wert bei allem Ehrgeiz und so weiter. I don't want to play with my health. This is not worth it. Wenn ich im Krankenhaus lande oder Schlimmeres, ich weiß für mich persönlich, dass ich sehr, sehr weit mich gepusht habe. So he knows for himself that he brought himself very, very far and he doesn't want to end up in the hospital or way worse and yeah. Also so weiter geht einfach nicht, weil weiter wäre einfach Quatsch. Und naja, ich werde jetzt die Challenge vorlesen, aber da es immer noch so super kalt draußen ist, obwohl es hell ist, muss ich für mich jetzt eine Entscheidung treffen. So he wants to read out the challenge, but as it is still pretty cold outside, he wants to make a decision for himself. Yeah. So it's even if it's bright outside, it's still pretty cold. So. Die ich gerade einfach nur vor mir herschiebe, weil ich es nicht aussprechen will, aber ja. It's a decision he's pushing in front of him because he doesn't want to say it out loud, but yeah, you can see he already made his decision, but he's not like, yeah, I mean, you have to think for these candidates, they have this one opportunity to be at this thing, and well, when he's giving up now, I mean, he made it almost completely through, but he has a wife and kids at home that are waiting for him and that want him back healthy and the way he is, and it's like between it's almost a no-brainer, but he's not really into this, and I'm feeling with him, and it makes me really sad because I know, well, you can hear the decision almost, and honestly, who hasn't fallen in, not in love with Fabio, but Fabio is like, I mean, he went there with 2 items, 2. So all are, even the ones who have like a cozy sleeping bag and a tarp and stuff like this, some of them are out already. So, and he made it that far with just these 2 items, and this is just nuts. Hier ist Challenge Nummer 6. Okay. Friss oder stirb. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So yeah, the slogan is, we all connect, super funny advertisement with this. So, you're not you when you're hungry is like, yeah, sure. And I mean, aren't we all, I mean, we all know at least one person who gets like super hangry and stuff like this, so come on. So yeah, he's reading this out. Ich mich nicht. Fuck, ey. Okay, and she says like, I'm not seeing myself doing this, so. Keinen Bock, diesen Satz auszusprechen, ey. Ich habe keinen Bock aufzugeben.
I don't want to say that sentence. I don't want to give up. Boah, es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als aufgeben, weil es so nicht klar geht in meiner Welt, in meinem Kopf, keine Ahnung. For him, there's nothing worse than giving up, because something like giving up, it's nothing that's in his world or in his mindset. So, yeah. Es wären noch 2 Nächte und ich hätte es geschafft. He says like, oh, there would be only 2 more nights and then I would have done it. Das Problem ist, ich will mir das einfach nicht eingestehen. Also ich weiß, wie es mir ging. Ich habe immer noch diesen komischen, also Kreislauf ist schon besser, aber ich merke, dass wenn ich aufstehe, ich bin ja immer noch nicht aufgestanden, dass ich dann direkt diesen Krissel vor den Augen bekomme. So he knows like how he felt in the night, and that when he gets up, then that he has this blur in his view, and well, he hasn't gotten up yet, but he knows that he's like really, really suffering, and so, well. Fuck, Mann, ey, ich will einfach nicht aufgeben, ey. Das ist so kacke. Dang, I don't want Ich habe to mich die give up. ganze Zeit so auf dieses Projekt gefreut. So sehr, dass ich bereit war zu sagen, ey, ich will noch die extremere Variante und gehe da raus mit Messer und Feuerstahl. So he's like, okay, I was so looking forward to this project. I was so happy, so looking for it, so joyful. And I was so joyful that I made the decision to make it even a little bit more extreme with going just with 2 items. Und jetzt bin ich so weit gekommen und so kurz vor Ziellinie. And now I've come so far, and I'm just so short before the end, and now, yeah, it's just one envelope left. It's like, it's really for him. Can I bite through the next 2 days or 2 nights? Can I make it through, or just give up? And well, because I have to secure my health, and that I'm seeing my kids, my wife, everyone, and that they don't have to pick me up at the hospital, or yeah, it's Good morning at day 6. Sun is shining. A little bit cloudy. The night was very cold. I schätze mal 4 degrees, and a lot of animals, they have screamed at night. Ah! Ah! Or yeah, it's a lot of animals here, but I don't see one. No. So it is Sunday. Sunday is normally my Netflix Sunday, the holy Netflix Sunday. So I will take it by. Yeah. Okay. But first, the challenge. thanks, Marin. Friss oder stirb. Warte. Ich soll 7 Käfer fressen, dann habe ich 7 Punkte? Wait. Das ist ja mal eine Challenge für mich. Wait. I'm supposed to eat 6 bucks and then I have the full points? Naja, da gehen wir rein. Das ist ja mal eine Challenge, die ich wahrscheinlich durchziehe. Gut, friss oder stirb. So he enjoys this challenge already, and he says like, oh yeah, this sounds like a challenge I actually can do. Bin ich dabei. Vor allem, ich brauche kein Paracord. Und Hunger habe ich auch.
I don't need any paracord, and I'm hungry as well. But we remember when he was looking for bites or lure. Nix. Nothing, nothing. Yay! He found something. Ja. Naja, wenn ich nicht zu Netflix kann, dann muss Netflix zu mir kommen. Ganz einfach. Okay, Das when I can't get to Netflix, Netflix has to come to me. Tudum. Ah, Fernbedienung ist kaputt. Remote is broken. Netflix präsentiert Spider-Run. Netflix presents Spider-Man. Weiterlaufen. Hey, Kamera Continue läuft. running. Los. go, go. Hallo. Gut. Internet ist schlecht. Bild hakt. Internet is bad. The picture freezes. Ja, wenn du dich einsam fühlst, dann mal dir einfach einen Kumpel. When you're alone, Darf just ich draw vorstellen? yourself Ingo. a buddy. That's Ingo. Ingo ist schizophrener Holzarbeiter, hier aus Schweden. Ingo is a schizophrenic woodworker here from Sweden. Ja, hat Probleme mit zu viel LSD, weil er die Augen so aufreißt und hat leichten Haarausfall. He has issues with LSD, so this is, well, he has like his eyes really, really wide open, and he has a slight loss of hair, so. Ist Crystal Meth abhängig? Okay, Ich sag- as an addict to crystal meth, Aber ein guter Kumpel von mir. Übrigens, ich war gerade kacken. and is a good buddy of himself. And by the way, he was just having a poo. Oh, Hab noch nie so schwarze Scheiße gehabt. he never had so black poo before. Ja, I hope this wasn't the stuff he was painting with. läuft. In meinem Kopf geht's rund. Ja, und das ist... Okay, no, it's going fine. It's going around in his head. Pumperjochen. Pumperjochen ist halt auch hier. Pumperjochen. So yeah, Jochen is a name, and Pumpen is bodybuilder. Bodybuilder Jochen. Yeah, I think this is. Well, Pumpen is something we are saying whenever someone is going to the gym and he's increasing his muscle. So like this super crazy bodybuilding. So I mean, you have these guys who only train their biceps and not the triceps, and so they are going like this. So these guys are usually pumping. So yeah, you are pumping your muscles. Falls Ingo drüben nichts mehr zu erzählen hat, Pumperjochen weiß noch was. If Ingo hasn't something to tell me, then there's Jochen. Pumperjochen, wie geht's dir? Gut? Hey, Jochen, how are you? Are you good? Richtig gut. Guck mal, ich am Felsen, jetzt komm ich nicht weg. So wie du. Du bist ja auch... Oh shit. This is something for Psychic DK, but okay. Yeah, I'm really good. Like, but I'm just stuck on the stone like you are. gefangen. Du kommst ja nie wieder raus.
You will never going to leave this place. Ob mir 6 Tage Isolation was ausmachen? Nee. If 6 days of isolation is doing something to me, no. Well, I'm pretty happy. I mean, day 4 and 5, he was like super down, and you didn't see too much of him. But now he's almost his older self, and he's like doing all this stupid stuff. Nee. No, everything's Nee, good. hab ich gesagt. I said no. Entschuldigung. Sorry. Papa Jochen, Ingo, sorry. Ich geh Bodybuilder Jochen, Ingo, sorry. Netflix gucken. Netflix. Okay, watching Netflix. Okay, this is Martin. So everything you saw before of Martin is not Martin. This is Martin. Good morning in the morning. Alter, ich fühle mich voll ausgetrocknet. Kann man das irgendwie sehen in der Kamera? Dass meine I'm feeling super dried up. Can you see this in the camera? So yeah, his lips. Lippen so richtig knusprig sind? That his lips are super Da ist kein crispy. Gefühl mehr in den Lippen irgendwie. He doesn't have any feeling in his lips. Habe ich überhaupt noch Lippen? Do he still have lips? Heute muss ich auf jeden Fall mir irgendwie was zu essen holen, sei es Blaubeeren oder irgendwas anderes, weil ich habe echt Knast. Today I really need to get something to eat because I really, Knast is appetite, hunger, everything like, yeah. Und ich muss irgendwie was hinter die Kiemen bekommen. Ich werde jetzt die Challenge Nummer 6 öffnen. Ich hoffe, es ist keine Challenge, die mir den ganzen Tag beanspruchen wird. So wie I just have to find something to eat and now I will open up challenge 6. I hope that this is nothing that will take the whole day. mein arschgeiles Floß gestern. Tag Nummer 6 Challenge. Ich bin hier gespannt wie ein Bettlaken. Hier habe ich schon gemacht. Friss oder stirb. Oh nee. Oh no. Klar, ich fange mir jetzt erstmal ein paar Motten. Ich meine, ich habe schon mal Regenwürmer gegessen, ja. Ich habe auch schon mal Heuschrecken gegessen, aber frittiert. So, yeah, sure, I will catch some moths first. Well, yeah, I have already eaten some rainworms. And I also ate crickets, but they were fried. So... Ich würde an sich allgemein Käfer essen, wenn sie frittiert werden, weil sie dann ein bisschen schmecken wie Pommes. Just in general, I would eat bugs when they are fried because then they are tasting like pommes. Aber ich Auf Fried esse jetzt nicht irgendwie so einen dicken Mistkäfer. Das sind diese blau schimmernden Käfer. Roh. Die haben unten an ihrem Bauch irgendwie Eier dran, die haben Parasiten, die haben sonst was. Ich fresse die Dinger nicht roh. So he just chose one special kind of bug and he was like, I'm not eating them because they have parasites, they have eggs at their belly and they are disgusting. I won't eat them. Also Martin wird Raw. jetzt 7 voll machen, die 7 Punkte. Martin will do the 7 points. Bei mir wird dann eher so vorne eine 0 stehen. Oh Mann, ich habe mit allem gerechnet. Baue. Oh dang, I just considered everything like build Ein Flugzeug. an airplane Nur aus Blättern. just out of leaves, Aber nicht mit Frisskäfer. but Aber ich not habe noch ein eating bisschen, bugs. glaube ich, keinen Bock. Was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt aufstehe? Guck mal, das ist das Ding. Wenn ich jetzt aufstehe, mich Zähne putze und mich ein bisschen frisch mache, so gut, dann haben wir 10 Minuten noch totgeschlagen. Und dann, ich weiß nicht, wie spät es ist, ich schätze mal, die Sonne ist noch relativ tief, so vielleicht 9 Uhr. Ja, maximal 9 Uhr.
Und die Sonne geht erst so gegen 20, 21 Uhr unter. Was mache ich denn jetzt 10 Stunden lang? Die Challenge für heute ist 7 Insekten. Okay, so it's like, okay, when I'm getting up, brushing my teeth, making myself a little bit fresh, then these are 10 minutes. What am I supposed to do for the rest of the day? I mean, it's probably like 9 a.m. and the sun sets at like 8 or 9 p.m. What am I supposed to do with the rest of the day? Because there's bugs. Yeah. Woo. Also such gerade Käfer. I'm Natürlich looking mache ich die for Challenge. bugs. Sure, I Aber das will sind do sehr the schnelle challenge. 7 Punkte, die man sich verdienen kann. These are 7 very easy points you can earn. Mein Plan ist wie folgt, okay? Ich werde die Käfer vorher töten, die in einer Reihe aufreihen, weil anders kannst du die auch gar nicht messen, weil wie willst du die messen, die rennen ja weg. So my plan is to kill these bugs, then put them in a row so I can measure them. Also vorher töten, dann in einer Reihe aufreihen, alle messen, dass wir dann auch measure. mindestens einen Centi haben pro Käfer. Die alle in einer Hand nehmen, alle rein, schnell kauen, runterschlucken. Und es gibt auch einen Trick, wenn man irgendwas isst, was... And then he will just put them into his hand and eat them all at once and chew them real quick. And now he's saying like there's another thing if you have something to eat you don't like. Was nicht gut schmeckt. What doesn't taste good. Einfach die Nase zuhalten oder Luft anhalten. So yeah, hold your breath or close your nose. Aber ich finde gerade gar nichts hier. Ich gucke mal auf den Boden, ich habe ein paar Spinnen gesehen, aber Spinnen werde ich nicht essen. So there's a lot of stuff. So there isn't a lot of stuff. So he just saw some spiders. Aber ich bin eher auf der Suche nach so länglichen, dünnen Käfern. Aber ich finde gerade gar nichts hier. And he's looking for some long, thin bugs, but he's not finding anything. Aber der Tag ist noch lang. The day is Der still Tag long. ist noch lang. Ich habe gerade mal gute 100 Gramm Blaubeeren gepflückt. Also so viel wie noch nie zuvor. Ich finde einfach... And he just ate. He picked 100 grams of. So yeah, like probably this amount. And he picked it. So the biggest amount than ever. And no. Ach, keine Insekten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch zu früh ist oder so. But he Es can't rennen find einfach any keine insects. Insekten rum. There are Ich habe jetzt no auch schon echt viele insects. Stunden am Wasser hier verbracht und ich gucke immer wieder ins Wasser und ich habe noch nicht einen Fisch gesehen, nicht einen Krebs, gar nichts. Das kenne ich so gar nicht, weil selbst bei uns in den Gewässern zu Hause, da sind die Fische wirklich vorne am Ufer. Du siehst die da lang schwimmen, auch wenn es nur kleine Fische sind oder so, aber hier ist gar nichts. Ich werde vielleicht... So he's like, yeah, I'm wondering where the insects are, if it's still too early or if they're not just there. And but there's nothing. So, and when I'm looking into the water, there's no fish, no crab, nothing. It's something very, very unusual. I don't know from home, so this is very, very weird. Naja, mal rübergehen auf die andere Seite, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ach, meine Lippen, ey. I will go to the other Und side. da mal probieren, ein bisschen zu angeln. Hab ja leider bloß noch diesen Riesenhaken. Ich habe jetzt... I will go to the other side and see if I can catch some fish there. I just have this super huge hook. Das war die Challenge mit den Käfern verworfen und geh angeln. Baust mit einer Angel zusammen und probier mein Glück mal ein bisschen. Vor allem das Gute beim Angeln ist, da kommt man runter, die Zeit vergeht schnell und vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Mal gucken. So, has put his plan aside with a challenge. He just wants to put up a fishing rod. So I think this is a nice one. So because he hopes he has a little bit of luck. Plus, it's on the other side. He says it's a little bit calmer. So the chances are bigger that he can actually catch something. And and the time goes by a little bit faster and Ich muss erstmal einen Spot finden, wo ich einigermaßen angeln kann, weil das Wasser ist halt super flach hier. Ihr habt es ja vorne schon gemerkt. Die Steine sind überall. Ich kann gefühlt 30 Meter reinlaufen und das Wasser geht mir bis zum Bauchnabel.
So, yeah, but he has to find a place or a spot to catch some fish first because it's not very deep. So he says, like, I can walk in there, like, yeah, 30 plus yards, and then I'm in the water to my hips, so it's like, yeah, not very good. Wie soll ich denn hier angeln? How am I supposed to Das kann doch gar nicht catch funktionieren. fish here? Jetzt hätte es mich fast gemault. Runtergerutscht, schön ins Wasser rein. Also der erste Fuß ist schon mal nass. Sehr gut. His first foot is wet because he just slipped and dropped into the, one foot into the water. Fängt schon mal gut an. So that's fine. Schön ist auch, dass ich das Messer hier so offen habe. It's also great that Wenn he ich has absegel, this knife open like this, so when he falls, Wenn ich irgendwo reinramme, dann war es das eh. when he falls and this knife is just getting him, then there are no issues anymore. Vielleicht ein bisschen aufpassen hier. He has to be careful. Ja, das ist alles super sumpfig. It's all super, super swampy. Probier's mal hier drüben, aber hier geht's auch nicht weiter. He will try over there, Ey, but zum he Angeln can't ist ja go echt eine Katastrophe, further. ne? So for catching fish, it's a catastrophe. Ich kann ja mal kurz gucken, wie es bei dem Stein hier aussieht. You can look Aber ihr how seht ja schon, this ich kann is. den Boden sehen. Es ist halt alles sehr, sehr flach. So he says like, yeah, you can't see the bottom, so it's like, yeah, you can't catch Ich fish. kann trotzdem probieren, die Angel hier auszuwerfen. Es ist sehr, sehr ruhig vom Wasser her. I can try to put Sehr flach out den Köder machen. and try, but Und einfach gucken, was passiert. Weil dann bleibe ich nämlich hier. Dann baue ich I das will langsam stay erstmal here. alles zusammen. Das dauert ein bisschen. Und Köder brauche ich auch eh noch. Also and I need some Das zieht bites. sich some noch. more. Hier ist die Schlaufe. Die mache ich jetzt hier rum. Oh, Daran. Dann ziehe ich das Ding zu. So. Naja, lang ist die Schnur halt nicht. Ich habe jetzt hier vielleicht the line is not 2,5 very Meter, long. wenn überhaupt. Aber das reicht vollkommen. Dann gehen wir mal Würmer suchen mit meinem Grabestock. Ich werde erstmal hier vorne, wo es so ein bisschen modrig ist, probieren. So now we are looking for some lure, and with his, with his stick. So he wants to use it to, get a little Weil bit hier deep. der Boden auch relativ weich ist. Das ist nicht gut für Würmer. Ich brauche eher so sandigen Boden. Hier ist ein bisschen, It's not good for Scheiße worms. He von- needs more ich sandy weiß nicht, ob das stuff. von welchen Tieren das ist, aber es ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Okay, das So, and then he found some poop, and he doesn't know from which animal, but he says it's like a plant eater. gestaltet sich schwerer als gedacht, weil der Boden nicht sandig ist. Der ist komplett verwurzelt. Überall alles voller Moos und Farne und alles. So, and it's not very, very easy because there's not enough sand. It's all with many, many roots and moss and fern, and it's not good. Graben ist hier nicht, geht ja gar nicht. Du kriegst den Boden ja nicht mal aufgehoben hier. Die Erde ist schon nass, ne? Also das ist schon gut so für Würmer. Das ist eigentlich ein Paradies, aber ich glaube, es ist einfach viel zu dicht. Die mögen eher so sandigen Boden. Das ist alles komplett voller Wurzeln hier. So it's like, you can't really shovel because there's not much, but the soil is pretty wet, so this is a paradise for worms and stuff, but it's the density is too high, so they need it a little bit more softer. Hier findest du ja gar nichts. Ey, ich sag euch, wie es ist, ne? Keine Chance. Ey, das kann es echt nicht sein, ne? No Ich dachte, in chance. Schweden ist es noch einfacher. So no chance to find anything. So and he said like, I'm this is weird. I thought in Sweden it would be easier to find something Mit dem Angeln. Also noch einfacher Würmer zu and finden catch überall. fish, Aber but kannst du ja völlig vergessen. Ist ja gar nichts. Falls ich noch mal irgendwie was finden sollte, einen Köder oder irgendwas dergleichen, dann versuche ich es nochmal. Aber so ist halt scheiße. so if I find some lure, some bite, then I will try it again, but just
this way, I'm not working out. So, I'm pretty sure this is Fritz's base. Yo! No, these Ich two. auch noch einen, den ich durchtrennen muss. Dort unten habe ich gerade einen durchtrennt. So, he Ihr wisst es, divided ich one. brauche ja jeden Tag so ein kleines Projekt, in dem ich mich ausprobiere, in dem ich irgendwie ein bisschen schnitze, ein paar Hilfsmittel mache. Und heute werde ich mal Keile probieren. Wenn wir mit der Kukri nicht mehr weiterkommen, dann können wir die mit Keilen wieder rausschlagen oder mit Keilen sogar das ganze Ding spalten. Ist eine coole Möglichkeit, vor allem wenn man nur ein kleineres Messer dabei hätte. Ne, Fabi? So, yeah, he says like, you know, guys, that I need a project every day. So, and today I want to make this corners. So, like, yeah, if you are bringing a tree down or something, you need them. And he says like, yeah, if I can't get any further with my kukri, then I still have these corners and I can go in there, but yeah. So yeah, to get my kukri free once again, or just divide these stems completely with these corners. Wie zum Beispiel hat, glaube ich, ja nur ein SE3 oder SE4. Und selbst damit kann man dann solche großen Sachen spalten, wenn man sich Keile herstellt. Und das machen wir jetzt. Optimal dafür wäre natürlich Hartholz, also Buche, Eiche, Robinie und so weiter. Und am besten noch trocken. Lässt sich extrem beschissen verarbeiten, weil es halt knüppelhart ist, aber geht dann nicht kaputt. Wir haben hier aber nur Birken, Kiefern und weiter oben auch mal ein paar Fichten. So the wood that would be perfect to make these corners aren't there. So he says like it's very hard to work with this wood, but they wouldn't break. But it's not here. So yeah. Von daher, ja, nix mit Hartholz weit und breit zu sehen. So no hardwood. Haselnuss wäre eigentlich mit das Geilste tatsächlich. Hazelnut. Das kann man super verarbeiten, ist stabil und hat auch Gut. gleich eine gute Form, also schön gerade. Aber auch die Haselnuss haben wir hier nicht. But also we don't have any hazelnut here. Well, hazelnut would have the Bin ich perfect wieder form. durchgeschlagen. Oh, das ist, guckt euch, Easy ist to work tief with. teilweise. Zu der Birke, an der ich vor ein paar Tagen schon mal war und mir ja ein Stück für das Herzschnitzprojekt rausgetrennt habe. Ich glaube, ich werde das komplette untere Teil mitnehmen, weil wer weiß, was mir heute noch so für ein Projekt einfällt oder morgen. So this is the birk he just took a little bit for his heart carving project, and now he will take the lower piece with him. So because probably he gets a thought, well, a project comes to his mind he wants to do. Das kann ich gut verwenden. He can use this very good. Super. Ja, das werde ich mal probieren. Und zwar haben wir hier eine fette Verästung. Dadurch ist der Stamm hier immer stabiler. Generell, das merkt ihr auch, wenn ihr Holz spaltet, da, wo Äste durchgehen, lässt sich das Ganze extrem scheiße spalten. Also nutzen wir das und nehmen das einfach als Kopf. Hier werden wir draufhauen und hier unten machen wir die Verengung. So, he says like, okay, we are taking where the branches are, so you know that the wood is harder where branches usually go out. So, in this, with this, we are using this. So this is the start, and then it's getting thinner up here. So, yeah. Dann haben wir schon eine gewisse Grundstabilität hier im Stamm drin. So it's a little bit more stable. Und wieder einmal wäre eine Säge natürlich von Vorteil. And this time a saw would be nice, much nicer. Gestern habe ich noch große Töne gespuckt, dass ich das Thema Essen auf jeden Fall gut unter Kontrolle habe. Jetzt, laut Sonnenstand, wahrscheinlich so 10:30 Uhr, 11 Uhr, habe ich übelst Hunger. So yesterday I just said that the
topic food and hunger is absolutely under control, but today, like, he looked at the sun and he says, like, yeah, probably 11:30, and he's like super hungry. Mein Magen knurrt, mein Magen krampft, obwohl ich gerade diesen riesen Himbeersmoothie gegessen habe. My stomach is having a roller coaster, and besides, I just had this huge raspberry smoothie. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Aber gebt dem Jungen, und damit meine ich mich, endlich einen Falafel-Döner-Teller mit Pommes. Aber XXL-Version mit Käse. Käse drüber. Einfach ein bisschen Käse drüber. Okay, now he's his falafel döner plate XXL with some cheese. So, yeah. Jetzt zum Beispiel habe ich auch gar nicht das Empfinden wie gestern, dass ich so krass Freunde und Familie und soziales Leben und alles vermisse. In dieser Sekunde. So right at the moment, he's not like yesterday and missing friends, family, and the social surrounding so huge, but yeah, Es ist krass. Also, it's da incredible. fällt mir wieder auf, wie schnell die Sachen hin und her switchen. Es gibt Momente, 1-2 Stunden, da bin ich richtig gut drauf, da habe ich Energie, da bin ich top, freue mich. Und dann gibt es immer wieder 1-2 Momente, da habe ich Hunger, bababam. And he's like, it's incredible how fast everything can switch from, like, he has like power, he has energy, he's super motivated and dang, and then from 1 hour to the next, he's like, wow. Und später, 2-3 Stunden am Abend, fühle ich mich wieder einsam. And Also then krass, he's, yeah, man macht hier emotional. then there's something different, and then when it's getting late and dark, and he's feeling alone once again. So yeah, Auf jeden Fall einiges durch. emotional roller coaster. Ich stell's mir vor. Vor mir ein Teller. I'm imagining it. I'm imagining a plate. Ich greife mit der Hand in den Pommesbereich. 3 Pommes. I'm picking to the fried to the fries. Come on, to the fries, and I'm taking up 3 fries. Sammeln sich zwischen meinen Fingern. Ich schmier ihn einmal durch Soße durch. I put it through the sauce Kräuter. Vielleicht Kräuterknoblauch. with some herbs or garlic herb. Saftig, knaftig. Juicy, Matschen die Pommes zusammen. and the fries are getting mushy in your mouth. Greife zur Gabel. I'm Und taking nehme the mir einen fork. schönen Habensalat. Auch. I'm taking my fork, and then I'm going to the salad and Leckere Soße drüber. Mit der linken nice Hand, während sauce. ich kaue, vermengt sich der Salat mit den Pommes und dann kommt so ein And while I'm chewing the fries and the salad, I'm mixing up. großer Falafel. And then he's taking a falafel, and now he's biting into it. Alles gemeinsam vermengt sich miteinander. Everything completely gets mixed up. Da ist noch ein bisschen Käse mit dabei. And there's some cheese with it. Eine Geschmacksexplosion. There's a taste explosion. Ich hatte gestern den Gedanken an Leute in Gefangenschaft, also Entführung, an Leute, die im Gefängnis sind. Yesterday, I thought about people who are caught, so like kidnapping or something, and then people in jail. Oder was auch immer. Also Leute, And die whatever. in anderen Situationen einer Isolation ausgesetzt sind.
Und ich that are in another kind of isolation. kann mir echt vorstellen, dass das einen bricht. And I can really imagine that this is breaking people to be in such an isolation. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob es dich bricht, sondern immer. It's just a matter of time, and it's not like it's not the matter if it's breaking you. It's just the matter of time. Immer nur wann. Just when. Bonjour, croissant, je m'appelle, je suis. Yeah, bonjour is good morning. Yeah, hello or good. Yeah. Then croissant. Yeah, sure. Je m'appelle. My name is. Je suis. So it's all French, by the way. Je suis is I am. Ça va, How are you? très bien. Very good. Voulez-vous coucher You want to sleep avec moi? with me? Arthur, c'est un perroquet. Ooh. Okay, my French stops here. Rue de la Guerre. Rue de la Guerre is the street of war, or the war street. Je suis. I am. Je m'appelle. My name Très is. bien. Very good. Je ne sais pas. I don't know. Der Schlagbereich ist fertig. Hier kann gleich draufgekloppt werden. Jetzt kommt die Spitze. Kurzes Zwischenupdate. So he said in the picture before, like, yeah, he made this finish, and now there comes the tip, and now he says like, okay, I have to put something in between. Draufklappstelle ist fertig. Verjüngung nach oben ist auch fertig. Ihr seht hier schon angedeutet. So he says like, this is done. Well, and then he says like, yeah, I just started. Ja, ich gehe jetzt in die finale Phase. Now I'm Dauert going. auch nur eine Stunde ungefähr so ein Ding. I'm now going into the final phase. It just takes about an hour, such a thing. Nee, geht auch schneller, wenn man eine Axt hat zum Beispiel. Now it gets much faster if you have an axe or something. Sich einen richtigen Hauklotz baut, dann geht das natürlich alles viel fixer. Aber ich lasse mir auch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich genieße es, hier Schicht für Schicht mit der Kukri abzutragen. But I also, slow down and enjoy slice for slice. I can carve off with my kukri. So, der Gerät ist fertig. Leider ist hier so eine komische braune Stelle drin gewesen. Das ist The device is done. The stupid thing is that there's this brown thing in between. gar nicht gut, weil da ist das Holz halt irgendwie so komisch faulig. It's not Also- good because the wood is rotten there. Denkbarschlenk. Denkbarschlenk. Okay, now he's twisting up words, and I think he wanted to say that this is a very, very bad thing. Schlecht, so rum. Genau. Und es ist nur eine ganz leichte Verjüngung. Ne? Also ich werde mit der Kukri die Vorarbeit machen und dann kommt der Hammer And it's just sliding going together, so yeah. Prügel danach, um die enorme Spaltwirkung zu vollziehen. Und eigentlich brauche ich noch einen zweiten, um den Keil wieder freischlagen zu können. Den ich hier rausgesucht habe, kann ich aber schon noch vergessen, weil der ist ja gammelig. Der hat hier Okay, so he needs another one just in case this one gets stuck, so the other one can free the one he has already built. But he can't use this wood because it's rotten there. irgendwie, keine Ahnung. Also baue ich aus diesem Rest hier einfach noch einen kleinen. Ich denke mal, ja, das sieht gut aus. So, and with the rest of this wood, he will just build a small one, and he says, like, this is looking good. Der geht dann auch schneller. Und dann testen wir den Bums mal aus. This will go a little bit faster, and then he will test this stuff. Vielleicht habe ich auch jetzt eine Stunde lang umsonst geschnitzt. Aber dann ist es Probably he carved for an hour just for nothing, but so. then it's Learn like this. by doing.
Oder wie ich es gern mache, lernen durch Schmerz. Yeah, learning by doing, or how he prefers it, learning by with pain. Et voilà. Ein Yeah, et voilà, et voilà, et regardez. Yeah, voilà. Look at this. einen größeren. Wie gesagt, das ist jetzt unnötige Feinarbeit gewesen. Ich habe natürlich noch ein bisschen schick gemacht und die Rinnen ab und so weiter. Ne, man kann Keile auch deutlich schneller herstellen. So, and yeah, he made it like looking very, very nice, and he made it smooth and got the bark away. You can do it much, much faster, but Wenn man zum Beispiel auch eine Axt und eine Säge hat, dann when, geht es halt ultra easy, ne? when you have a saw or an axe, it's going like super, super easy and super, Nehmt super euch fast. einfach ein Stück Hartholz, schneidet das raus, zack, und dann geht ihr mit der Axt ran und spitzt das einmal an und fertig. So, well, if you have some hard wood, then you would go with the saw, make it the first thing, and then with the axe, tug, and then you have this tip and everything's Hier ist der Keil. Ja, and you're also, done. aber es kommt halt aufs Werkzeug drauf an, das ihr zur Verfügung habt. Es geht auch mit einem normalen Messer. But it's depending on the tools you have at hand, and it also would go with a normal knife. Wer braucht schon eine Jacke mit Moskitonetz? Die Not macht erfinderisch. Who needs a jacket with a mosquito net? So, Einfach nur den Riechkolben rausgucken lassen und dann läuft das. so emergency situations, get yourself thinking about inventive, something like this. So yeah, he says like, okay, just close. The only thing that needs to look out is your smelling device. So yeah, your nose, and then you're good. I mean, So, es yeah, we could see that there were lots of mosquitoes when he folgt was nun der with one. große Test, ob man mit meinen Keilen dieses Ding spalten kann oder nicht. Wir starten mit der Kukri. Now there comes the big test if he can actually now do it. And now he is going to start with the kukri. Ich habe nur das Gefühl, dass der Schlagknüppel nicht mehr lange mitmacht hier. I just think that my hammer, won't work for a long time. Ach du Scheiße. Oh nee! Oh no! An Tag 6. Das war's. And day 6. Und jetzt? And Je now ne sais pas très bien. I don't know. Very good. Voulez-vous coucher avec Do you want to sleep with me moi ce soir rue de la this Guerre, night? croissant baguette? Yeah, Street of War. Now he's repeating all of this nonsense. Just Je ne sais pas. me either. So, ich bin jetzt hier runter ins Wasser gegangen, I went down to um zu the gucken, wie es water mir geht. to check how Also der I'm feeling. Kreislauf hat sich gefangen, aber ich fühle mich allgemein sehr schwach und halt immer noch unfassbar kalt. So yeah, his circulatory system has caught himself, but he's feeling super, super weak and super, super cold. Das Problem ist einfach, ich komme null damit klar, wenn ich die Schwäche irgendwie siegen lasse. Also ich meine, Schwäche empfindet jeder und So he has trouble with when his weakness, or when he lets the weakness win. das So ist auch völlig normal und okay, aber
yeah, to be being weak is something absolutely normal, but and everybody has some weaknesses, but Ich habe mich immer versucht, so darauf zu konditionieren, dass wenn mein Körper irgendwie sagt, so ja, nee, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, zu sagen, halt's Maul, ich mach weiter. and well, he always trained his body to say like whenever his body says like, oh, I don't want to go any further, that he says his body like, just shut up and go on. Damit mein Körper sieht und mein Geist, ey, ich bin am Start, ich will das, ich mach das und So that his body and sees, and his mindset sees that he wants to do it, and so everything falls into place. And deshalb fällt es mir gerade so unheimlich schwer, einfach einzugestehen, dass es gerade einfach too much ist so. so, and this is why it's so hard for him to say like, okay, it's enough, it's too much. Ich glaube, wenn ich jetzt drin bleibe, ist einfach nur noch fürs Ego, und da ich mir das gerade eingestehen muss, dass wenn ich jetzt weitermache, es fürs Ego ist. So, and he says like, okay, if I will continue now, then this is just for my ego, so this is just an ego trip, and he has now to actually, yeah, get himself to actually see this, and this is so super hard for him. Dann muss ich die Stärke haben, hier aufzugeben. Also anzurufen, holt mich hier raus, und ja. And yeah, so if it's just an ego trip, he needs to have the strength to make the call, please pick me up. Das werde ich aus diesem Grund jetzt auch tun. Auch wenn es mir wirklich unfassbar schwer fällt. And this is what he's going to do right now, even if he's like, this is so hard for him, so hard to do. Es ist wahnwitzig, weil es geht hier um nichts, außer das, was man sich selbst als Ziele vorgenommen hat. And it's just nuts because it goes for nothing. It's just for nothing, just for what you put yourself, the goal you put yourself to, and yeah. Boah, krass, ey. He suffers, and I suffer with him. Oh, fun fact. At the moment, I'm sorry for just making this moment. But just the combination phone and this blanket. Did you know that you actually can, make such a good Faraday cage with that thing that your phone instantly doesn't get any connection or anything? We made this experiment at my first aid course. So, well, it was an advanced one, but I was calling someone, and then they just took this blanket and wrapped my arm completely with this, and my phone just stopped working. This is pretty insane. So he shouldn't go cover himself and then try to call. And neither should you. It's not going to work. Es war dennoch eine geile Zeit hier. Vielen Dank, Fritz. Echt geile Erfahrung, und es hat einen Grund gehabt, also es hat sich gelohnt, so sehr auf dieses Projekt zu freuen, und Okay, it has been an incredible, insane time, and I'm so thankful for you, Fritz, that I could
go into this project, and it was so much fun. And Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, wirklich. thank you very much that I was allowed to be with you. And Die Höhle habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr geil. I haven't seen that case yet. And yeah, very nice. Oh, by the way, yeah, my boyfriend got a new phone, and he actually got himself such a case as well. Not for an iPhone, but... Unfassbar. Ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen, ey. Das ist ein So incredible. I just really have some pee in my eyes. So this is what we say, like pee is what's kids say for pee, and so yeah, pee in your eyes. Scheiß, ey. Dang, Das ist unglaublich. it's incredible. Ja, Jo, Johannes, hier ist Fabio. Ihr müsst mich leider holen kommen. Ich bin einfach völlig unterkühlt. Ich hocke hier mit Wärmedecke und die Nacht war extrem grenzwertig. Und ja, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass, da mir das jetzt schon das zweite Mal passiert ist, also diesmal mit Wärmedecke, davor ohne, dass es unklug ist, weiterzumachen. Gut. So yeah, sorry, but you really need to pick me up. Yeah, the night was so incredibly cold, and I'm still super cold, and I decided for myself that it wouldn't be smart to go any further, and I'm still freezing even though I have this blanket, and yeah, and it's the second time this happened to me, so well, then the second night, this time with blanket, so yeah, I'm sorry, but you need to get me out of here. Gut, dann bis gleich. bitte. Tschüss. So then, see you later. Ah, fuck, ich hab's getan. I did it. Scheiße, am Dang. zweitletzten Tag. On the second last day, Aber ich habe alles gegeben. but I did everything I could. Fuck, ich glaube gerade nicht, dass ich das getan habe. Dang, I just can't believe that I just did it. Scheiße. I'm not translating that one. I no need for this one to translate. Ich höre die Kavallerie schon. I'm hearing the cavalry already. Oh. Ich habe so 200 Meter von meiner Bleibe am zweiten Tag meiner Meinung nach Bärenspuren gefunden. Also habe ich auch abgefilmt, so die Hand reingelegt. I know he's like talking about like that he's found some bear prints 200 meters from his shelter, and that he filmed it and put his hand in there, and Da habe ich so ein bisschen Paranoia gehabt, dass irgendwie nachts ein Bär kommt oder so. then he got some paranoia that a bear could actually come and visit him at night. Aber das Alleinsein an sich war für mich echt kein Problem. But being alone wasn't an issue for him. Die Kälte, das war voll. And he says like being alone wasn't an issue for me, and then he says like what it was an issue for you, and he says the cold. Tag 1 mein Endgegner. Also das war das Einzige, um was ich hier gekämpft habe. Ich habe From day one, this was my end boss. ansonsten mit Nahrung, mit Trinken, mit allem kam ich super klar. Ich habe mich auch I just didn't have any issues with food, with drinking, with anything, just the cold. wohl gefühlt, ich habe Spaß gehabt. I had fun, I felt very good. Aber diese Kälte jede Nacht war so krass. Und But this cold every single night was so incredible. heute Nacht war halt nochmal der Punkt, dass mein Kreislauf komplett runter ist und ich halt die Decke hier ausgepackt habe. Und ja, heute Morgen dann nach langem Betteln mit mir selbst gesagt,
gemacht habt. Ich rufe euch an und bin raus. Ja. So, and this night, it was the first time that his circular system just dropped down, and that he just actually got out that blanket, and after a long battle, that he now just got ahead and caught them. Sicher im Boden. Ja, ey, ich fühle mich echt mies so. Safe land, and he's like, yeah, I'm feeling really, really bad. Keine Ahnung. Bin enttäuscht, aber I'm regretting this. I'm like, yeah. ja, alles andere wäre dumm gewesen so. But everything else would be super, super stupid. Meint ihr, das liegt daran, dass ich auf einer Insel bin, mitten im See, dass die Fauna hier so komisch ist? Ich habe keine Tiere hier, bis auf ein paar Vögel natürlich. Aber ich habe jetzt keine, ja, weiß ich nicht mal, irgendwie ein Eichhörnchen oder irgendwas so in der Art, weißt du, irgendein Säugetier. Gibt's hier nicht. Gibt's hier. So, and he's now asking the audience, what do you think? Do you think that everything is weird? So no animals, nothing, and that my plants, my fauna, my flora is so incredible different here, because I am on an island in the actual lake, so there are no squirrels. I mean, yeah, there are some birds, but there is no other mammal or anything. Well, we know that he can be lucky to be on this island a little bit, because all the others found some bigger animals, and I mean Fabio with his bear. But yeah, Chris, just go. Die einfach nicht auf dieser Insel. So, da ich eh nichts zu tun habe, versuche jetzt mal auf die andere Seite rüber zu kommen, da, auf die andere Insel. Ich weiß noch nicht, welcher der beste Spot dafür ist. So, as he doesn't have to do anything, he will try to get onto the other side, to the other island. He doesn't know which, Probieren jetzt aber mal nochmal den Weg hier. what the den ich best vorher auch hatte. path or the best way to go there. Diesmal aber mit freien Händen, das ist glaube ich besser. But this time with free hands. Ich müsste von da kommen. Guck mal, vielleicht von hier, von der Seite. Okay, he found another way and like, no, yeah, okay, let's check to go from here. Weil das ist ein weiter Sprung, aber den schaffe ich. That's a far jump, but I will get it. I will make it. Ah, da komme ich ins Wasser rein. Da wäre ich nass. Der guckt minimal raus. Ich krieg eh nasse Füße, scheiß drauf. Hier rauf, I will get wet feet. darauf, rüber. Hier, da. Der Sprung ist unfucking fassbar weit. Aber ist der einzig mögliche. This jump is so Scheiße, fuck. far. But he made it. Okay, perfekt. Perfect. Oh, der wackelt. Muss ich mir merken. Oh, that Das ist one eher von is... Takeshis Castle hier, der untergeht. So that one was wobbling. So he said like, okay, this is like Takashi's castle, and I need to make sure that this one is not going down. Okay, der Rest ist easy. Wir haben es geschafft. Ich bin auf der anderen Seite. Okay, that's easy, and now I made it. I'm on the Da ist other hier vorne noch side. eine kleine Insel. And there's another little island. Oh, ich muss gerade irgendwie an Minecraft denken, weiß nicht wieso. I have to think about Minecraft right now. I don't know why. Ist das schön. Oh, that's Da beautiful. vorne sind so riesengroße Steine oben drauf. Richtig fette Klopper, die wiegen bestimmt so 10 Tonnen, die da oben drauf liegen. Auf dem Up there are like super big stones, like, yeah. Berg. Wie kommen die da hin? Was für Kräfte müssen gewirkt haben, diesen Riesenstein da irgendwie liegen zu lassen? Das ist so insane. So, and he's like, yeah, there's such a huge stone, and I'm not like, what forces have been there? Just this huge stone just landed there. Die Insel ist noch schöner. Du hast hier, ey, das ist aus Panoramaausblick hier. Guck euch das mal an. Da sind überall da hinten am Horizont noch kleine Inseln, genauso groß. This island is even much nicer, and the view is even so much nicer. And if you're looking up there, then you can see that there are some more little islands.
Die hier vorne. Like this one up here. Das ist der, den ich meine. That's the Der one Riesenstein. I'm talking about. Like, I mean, and it's Holy shit. on top of their hill. Krasses Mann. Teil, ey. Oh, geil. Ich meine, hier hast du... Es ist halt nichts irgendwie, ist alles, du hast keine Bären, gar nichts. Aber der Ausblick ist geil. There's nothing here, so you don't have any berries, but the view is just incredible. Ich gehe jetzt mal an die Nordseite. Einen nördlichsten Punkt von der Insel. I'm going to their Ah, der ist hier vorne. northeast part of the island. Und dann It just werde ich hier mal ein kleines Päuschen machen und ein bisschen runterkommen. And then I will make my break and just relax and calm down a little. Boah, diese Steinplatte da unten, what the fuck? Look at this Hä? huge plate. Das ist doch übel gut zum Abholen beim Boot. This is just perfect for being, picked up with a boat. Das ist ja wie so eine Slip-Einlage hier. Slip-Anlage, nicht Einlage. He said slip-Einlage. A slip-Einlage is something women use when they are having their Shark Week. So, yeah, or when they are expecting it to come. So, just the small. And yeah, a slip-Anlage is where the boats can slip. So yeah, it's just a teeny tiny difference, but for the word, but the outcome is huge. Schau bitte diesen Ausblick an. Das ist der nördlichste Punkt von der Insel. It's the northeast part of the Und zudem island. auch gefühlt der höchste Punkt. Wow, look Ich at ärgere mich this. gerade umso mehr, dass mein Floß nicht fährt. He's a little bit more mad that his raft is not working. Also über Wasser bleibt, weil So wie geil that it's wäre das. not Ich würde hier rumfahren einfach um die Insel. Wird hier so that a raft is not staying on top, and he just would go around this vorne island. einfach mit dem Fluss anlegen. Ist ja Ja. perfekt. Also perfekter kann man ja gar nicht anlegen. It would be perfect Und die for letzte this Nacht einfach raft. dann hier irgendwo, am besten hier zwischen Stein und Baum, einfach mich hinpflanzen und einfach Sterne gucken, weißt du, Sternenhimmel beobachten. Ich habe kein Dach über dem Kopf. So, and then for the last night, just stay there, watching the stars, having no roof over his head, Einfach, dass es trocken bleibt. and just hope that it's staying Ey, das wäre dry. so geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht baue ich heute oder morgen noch ein bisschen am Fluss weiter. Werde es vielleicht noch ein bisschen optimieren, dass es irgendwie schwimmt. Dass ich irgendwie trocken rüberkomme. Das wäre so geil, ey. So I know he's thinking about like, yeah, probably I will go a little bit further and work a little bit more on my raft so that it actually can swim and hold me, and so that, yeah. Guck mal, hier drüben gibt es 1, 2, 3 Bäume, 4 Letten sogar, die tot sind. Die sehen richtig gut aus. Die sind richtig Look at this. There are 4 trees that are looking really, really great. They are dead and they are looking really, really schön great. trocken aus. Die bräuchte ich drüben. I, Das I Floß. these 4 I need down there for my raft. Das wäre echt gut. That Ich would überlege be jetzt wirklich ganz perfect. stark, nochmal mit der Säge rüber zu kommen. Den Kandidaten hier, weil der ist relativ leicht. Guck mal. Ich habe einer annehmen. Und And now he's thinking about taking his saw and just taking that one because it's super, super light. den mitzunehmen, das ist der Segen. Und den hier, der so krüppelmäßig schon steht und auch tot ist. Wenn ich And to take this one and the one that he just showed it, and because, yeah. die beiden, sag ich mal, These zu two? 3 langen Teilen zersäge und And when he just takes these 2 and divides them into 3 and put them underneath das Floß runterpacke, von unten das immer the gegendrücken. raft, Ich glaube wirklich, ich krieg dieses scheiß Floß nochmal irgendwie zum Schwimmen. and then he thinks like, okay, I think I can get this raft to swim. Scheiß auf die Insekten, die sind mir jetzt egal. Ich finde find keine Insekten. Scheiß I don't care about the insects, but I can't find any insects. So auf die 7 Punkte, ich möchte mit dem Floß hier hinkommen. Ich
möchte morgens mit dem Floß hierher gepaddelt kommen und hier vorne anlanden und warten. Okay, so tomorrow I want to go with my raft and I just want to wait here for them to pick me up. Mein Rescue-Team. Das ist jetzt meine Challenge. That's my challenge. Schon mal einen mitgenommen hier. Just took one with me. Muss noch irgendwie zurückkommen jetzt übers Wasser. I just have to go Springen back ist hiermit nicht. over the water. keinen Jumping Fall. isn't an das option macht with nicht- this one. Ich sitze jetzt hier gerade auf der Slip-Anlage. Auf diesem glatten Stein. Der führt auch So he's now sitting on this big stone. mal ins tiefe Wasser. Das ist richtig gut. Das ist wirklich, das ist wie gemacht. Also, dass ich die Insel vor euch abgecheckt habe, das ärgert mich ein bisschen. Jetzt ist Tag 5. Yeah, and he's now really regretting that he hasn't checked out this island before. And it's like, yeah, it's day 5. This is. Oder nee, Tag 6, oder? Also, Day guck mal, 6? Nee, Tag 6 heute schon. Oh, Tag it's 6, no, Alter. it's day 6. Ich habe mir vorgenommen, heute und morgen mein Floß auszubauen und hoffentlich es zum Schwimmen zu kriegen, dass ich morgen Abend alle meine Sachen packen kann, in den Dryback, aufs Floß und hier rüber paddel. So, his goal now is that he will make this raft swim, and then he will put all his stuff into the dry bag and come over here to wait. Jetzt muss ich bis noch die ganzen Bäume zusammenschneiden, zurechtsägen. Das wird auch mal ein Kraftakt des Todes, die irgendwie rüber auf meine Insel kriegen. Ich habe mir schon so vorgenommen, dass ich die einfach säge. Ich bringe die einzelnen vorne zum Wasser hin, dass die alle da sind. Dann ziehe ich die Schuhe aus und laufe mit denen durchs Wasser durch. Lege es am anderen Ufer ab, hin und her, bup, bup. Und beim letzten Stück, was ich hole, nehme ich meine Schuhe in den Mund, gehe damit rüber, ziehe die Schuhe an und so habe ich dann wieder trockene Füße. Und Yeah, so his idea is that he's taking these trees, will cut them, and then he will just put off his shoes and walk through the water with these stems one by one. And with the last one, he will put the shoes or the shoelaces into his mouth, and with the last stem and walk over, and then he can put on his shoes back on, and so he has dry feet once again, and all the stems are down there. kann dann anfangen zu arbeiten. And then I can start working. Super klares Wasser. Keine schwimmenden Partikel, keine anderen irgendwie komischen Viecher drin, die da hin und her schwimmen. So muss es aussehen. Super nice, clear water. No particles, nothing that's swimming in there. This is how good water has to look like. Das ist Kienspan. Ich habe hier einen Baum gefunden, sieht erst so aus, aber dann hatte der plötzlich hier so Rinde dran. Ne? Und dachte mir, okay, das ist sau anstrengend, das zu ernten. Aber ich habe Gold des Waldes gefunden. So, Kienspan, yeah, it's some resin, it's natural resin, and it's very good to start some fires, and yeah, and he calls it the gold of the woods, so, or of the forest. So, yeah, it's a lot of work, but he found it and he took it. Das ist, boah, das riecht wie It smells Oh. like. krass. Okay. Und als Beweis zeige ich euch, warte, And as so evidence or ein as kleines proof, Stück. a small thing, Das brennt nämlich wie eine Fackel. Normalerweise That's kann man Holz nämlich nicht so anzünden. burning like a torch. Usually you can't burn wood like this. Da. Here you go. Normales Holz würde so nicht losgehen. Normales Holz würde so ein bisschen Glimmer wieder ausgehen. Aber das hier, Normal wood would just glow a little bit da and brennt then sofort der Harz go off. in dem Holz. There's so much. Ich werde jetzt noch ein paar Resin in the Blaubeeren wood. fressen. Und dann werde ich das Ding hier noch ernten. He will eat Ich habe some noch 2 more. Nächte. He will eat some more blueberries and he will harvest the rest of this
because he has still 2 nights. Also noch 2, vielleicht noch 3-mal Feuer. Probably 3 times Das ist schon fire. echt geil. That's crazy. Ein absoluter Glücksgriff. Nichts. That's Kein Leben. nothing. Just no life. Selbst noch so feucht. And noch even so vermodert. not so Kein Leben. so wet and so rotten, but no life. Inside. Keine Regenwürmer. No rainworms. Nichts. Gar Nothing. nichts. Das ist doch hier das Niente. Paradies. Ich würde mich hier als Wurm wohlfühlen. That is the paradise. I would Hier be ist so kein happy einziges, in doch this nicht mal area. kleiner oder sowas. Gar nichts. Hier ist There einfach is nothing, not even a small, tiny one. nichts. Dieser Wald ist tot. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn alles gegen einen ist. This forest is just dead, and he says, I hate it when everything is against you. Was für ein Tag heute, ey. What a day. Meine Handschuhe verloren, aber wiedergefunden. Okay. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Wahrscheinlichkeit, so als wenn du Lotto spielen würdest. So he lost his gloves, but he found them once again. And he says, like, this is a chance like playing lottery. Ich bin auf dieser Hochebene zwischen diesen ganzen, was eigentlich alles gleich aussieht, einen Weg gelaufen. So ungefähr. Also ein Dreieck. Und am Ende merke ich so, als ich mein Holz zurecht machen wollte, Handschuhe weg. Also bin ich so gut wie es ging, alles. So he says, like, he went on top, and there was everything looking alike. And he went into a triangle, and at the end he saw, like, oh no, I lost my gloves, and then he went back. Nachvollziehbar wieder zurückgelaufen. Bis an der Stelle, wo ich diesen scheiß Matsch da gegraben habe im Wald. Und bin von da aus versucht, fast identisch den Weg nochmal nach oben. So, and he just looked everywhere, and he went where he had this mud and dug in there, and then he tried to go the exact same way back, Und ihr werdet es nicht glauben. and you won't believe Ich it. bin dann, eigentlich war ich falsch, habe aber so einen Felsen gesehen, dachte so, ach, irgendwie zieht es mich zu dem Felsen. Bin dann so rechts rüber, guck nach unten und wollte es gar nicht wahrhaben. Das ist, als wenn So, and well, he was on a wrong path, and then he saw a rock, and he said, like, okay, somehow this rock is yelling at me for coming over, and then in the middle he looked down and he found his gloves. man den Heiligen Gral findet. Ist krass, da waren meine It's Handschuhe. like finding the Ohne Holy Handschuhe Grail. wäre das morgen noch ein sehr anstrengender Tag geworden, weil Holzhacken und so weiter oder Holz. And well, without his gloves, this would have been like a very, very hard day. And yeah, without his gloves for working with wood and anything. machen. Ich habe schon echt überall Wunden. Da wäre das eine Tortur gewesen. Ich habe meine Handschuhe wieder gefunden. He has already wounds, so open spaces in his hands, and this would have been torture without his gloves. Gut, ich habe ganz wenig Insekten. Ich habe nur eine Larve gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ich gehe heute Abend auf Pilze. Ich werde mir heute Abend einen Steinpilz, beziehungsweise nennen wir sie Maronen machen. Die großen, die hier unten zum Beispiel, die dicken da, die braucht man gar nicht anfassen. Die sind schon komplett zerfressen. Du musst was Kleines nehmen, so faustgroß. Und die werde ich mir jetzt zubereiten, weil ich habe die ja hier gesehen. And he's like, okay, but I couldn't find any insects any longer, nothing. But for tonight, I'm going on mushrooms. And, well, you don't need to take these huge ones because they are usually all, eaten up. But when you are taking the small ones in a fist size, then you're good. Und ja, schnappen wir uns. Hier haben wir so ein Steinpilz par excellence. Da wohnt schon eine Spinne drin. Tut mir leid, liebe Spinne. Achso, man soll die ja rausziehen, ne? Oder ist das überhaupt eine Marone? Der sieht so komisch aus. Aber man sagt ja, boah nee, der ist schon komplett zerfressen. Der ist komplett Fritte. Schade. Okay, this one's Sah so already gut aus. eaten up. Einen habe ich noch gesehen hier, der war irgendwo There's hier am another Hang. one, Ein bisschen von Moos bedeckt. Wo bist du? covered a little bit with moss. Ja, mal gucken. Der sieht ganz gut aus hier. This one's looking Oh ja, nice. der sieht yeah, gut aus. That's good. Klar sind da schon Tierchen drin, aber die leben meistens nur im Schwamm. Okay. Den nehmen wir. So gut. he says like, yeah, but there are some Viecher, some insects, but they are living in the sponge. Geisteskrank. Und hier war auch einer. Genau, und der sah auch aus wie ein Steinpilz. Aber guck mal, Leute.
Der sieht ganz anders aus. It's looking a little bit different. Ist aber einer, oder? But it is one. Na klar ist das einer. Yeah. Das sieht doch gut aus. So I've seen experts saying, and he is like, yeah, sure, it is the same mushroom, even though it looks absolutely different. Ja, die nehmen wir mit. 2 Stück. Meine Mahlzeit. Ich habe mir überlegt, unten am Feuer einfach einen Stein heiß zu machen, die Streifen zu schneiden, drauf zu packen. Mir ist gerade wieder schwindelig. So he thought about taking down a stone, put it on the fire, and then just cut the mushrooms, put it on top of the stone, and like, he is dizzy. He feels dizzy right now. Quasi auf dem Stein zu braten. Hey, wenn Luigi seine Pizza da auf die Steine macht, dann kann ich meine Pizza auch auf die Steine machen. Ich bin Pablo When Luigi makes his pizza on stone, then he can do his mushrooms on stone. Escobar und ich mache heute Steinpilz auf Stein. Passt doch. Ich mache Steinpilz auf heißen Stein. Yeah, it's Steinpilz. It's stone mushroom. So this is how they are called, and yeah, he says like it fits. Like I'm making a stone mushroom on stone. So, and I'm Pueblo Escobar. I know that this was this not so nice guy, but yeah. Yeah, Pueblo Escobar. Yeah. Alles klar bei dir? Gut. Everything's fine. Are you good? Ja, Netflix bleibt immer noch. Ah, Netflix is still running. Gut. Auf zu meiner Strandcouch. So, Let's go to hier haben my wir eine, strand. Ich glaube, es ist eine Zophobia. Also Beach couch. I think eine he is what Holzkieferlarve. Bin mir aber nicht. he's not sure about it, and before I'm looking up all the terms he gives it, I'm just Sicher? Die ist laut Gut, meinem aber- Messgerät 1 cm muss ich Minimum haben. Die hat so 3. it should be longer. Just so this is the tiniest. That's the tiniest that would count, and yeah, this one has like he says like, oh yeah, 2, 3. Nur halte dich still. Geh in Mitte. So, Go into the Ja. middle and be genau 3 cm. okay. 3 Vielleicht sieht ja jeder centimeters. Zentimeter als ein Punkt. Nee, leider war nicht mehr zu machen heute. Aber gut. It's so bad that I couldn't find any more. Ich hätte mir sonst diese schwarzen Käfer, die waren hier eigentlich relativ viel und auch in meinem Moos drin und so weiter. Und auf einmal heute drehst du Moos um und es ist nichts drin. Ich habe extra gefilmt, damit man mir das auch glaubt. Weißt du, weil man denkt so, Mann, bist du bescheuert, Alter? So, and he said like before he could find like black bugs and they were like everywhere, but today he couldn't find anything, and he says like I filmed it, I recorded it because so nobody can say like, Marian, are you stupid? Are you retarded? Aber was soll ich machen? Es gibt hier keine Insekten oder wenig. Einzige, was es gibt, sind Mücken, Spinnen und diese komischen fliegenden Zecken. Okay, so there's not much. So all I could find are like mosquitoes, spiders, and flying ticks. Gut, machen wir es kurz. Let's make it short. Was nachtrinken darf ich ja, oder? Und eine Blaubeere danach hätte ich auch gerne, weil ich habe hier nichts. So I'm allowed to drink something after that, and blueberry after this might, yeah, Anderes. Das ist nämlich ein bisschen eklig. that's a bit disgusting. Mag ich nicht, dass ihr mir das auch glaubt, dass ich die essen habe. So. So. So that you believe that I ate it. Ekelhaft! Disgusting, disgusting, Widerlich! disgusting. Ah. 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 Ich hätte mir lieber so einen Käfer gegrillt, als diese ekelhafte Made oder Zophobia. I would have preferred to have some bugs than this thing, but Das ist jetzt mal geklickert. Boah, was, der widerlichste Punkt in der ganzen Challenge hier. Gut, the most disgusting point in the whole challenge. dann kann jetzt die Sonne Okay. untergehen. Oh, And now the sun can set. ja, widerlichen Geschmack. Disgusting taste. So, okay, so this was
episode number 12. Okay. I hope you celebrate this season as well. So, well, I know that Fritz is already working on season number 2. But with this, first of all, we're going through season number 1 and then we go more through this. Okay, so now I hope you liked it. I hope you liked my comments, my translations and stuff like this, and give me a thumbs up and a subscription. And if you celebrate this thing, go to Fritz, give him a subscription, like this video. Just even, well, I'm helping you to understand this whole thing, but just, yeah, help him out. So, see you. Bye bye.